So Leute, dieses Video soll sich ja um diese Uhr hier drehen. Einfach nur geil. Und natürlich perfekt die Farbe Mavic 5. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das doch in dieser Location hier. Das passt doch. So, jetzt bin ich gerade in dieser Location hier hinten. So, dass ich mein erstes Video angucken will, würde ich, oder mein zweites, ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge ich die veröffentlicht werde, aber ich mache auf jeden Fall ja noch ein zweites Video mit dem Fahrzeug hier und da werde ich das im Detail nochmal alles erklären. Und jetzt kommt die geile Uhr, die ist ja hier einverpackt, die habe ich importieren lassen, weil es nicht in Deutschland gibt, wie viele leider, viele G-Shocks nicht. So, das ist jetzt die Uhr. Die kommt, ja, wie im Ausland üblich, in so einem, ja, wie sagt man, Kunstleder-Schatulle, wie ich finde, richtig schön und edel aussieht erstmal, ja. Ich habe die erstmal, ich habe die schon einmal ausgepackt gehabt, deswegen ist da auch einiges schon draußen, zum Beispiel das hier, brauche ich ja nicht drin halten. Das ist die Bedienungsanleitung vom Modul. Dann war hier auf dem Resin-Armband so, ja, ein Aufkleber drauf, dass es halt solarbetrieben ist, soll das, glaube ich, bedeuten. Ich kann das nicht verstehen von der Sprache, ich bin kein Japaner, aber, oder ich kann nicht Japanisch, aber die Logik sagt es einfach. Und wenn nicht, dann könnt ihr es mir ja sagen, was es heißt. Das hier war auch drin, habe ich rausgemacht, weil ich habe jetzt nur eine Hand, deswegen habe ich mir das einfacher gemacht. Hier ist so eine Art, das tut man so drüber stülpen, ja. Und hier kommt auch schon die geile Schatulle. Zack. So. Wie ihr sehen könnt, kommt schon die geile Uhr zum Vorschein. So. Hier ist die, das was da drin ist. 20 Bar, ja, Triple 10 halt. Sicherheit. Sozusagen 10 Meter Höhe fällt es runter und geht nicht kaputt. Es hat halt die Garantie, Triple 10 heißt das von G-Shock. Die haben das von vornherein so gewollt. Das war ein Maßstab für Kiku Uibe, der Erfinder. Der hat gesagt, es muss auf jeden Fall 10 Meter herabfallend aushalten können, 10 Meter Wassertiefe und was war noch? 10 Jahre Batterie, genau, die Batterie. Aber das hier hat ja Solar, TAF Solar steht da drauf. Sozusagen crazy, es hebt halt für immer, okay? Für immer. Und wenn man drauf achtet und es immer der Sonne aussetzt. Das Ding ist halt, wenn man es mal richtig im Dunkeln lässt, zum Beispiel so, komplett unterm Bett oder wo auch immer man es verstaut, dann hält die Uhr ungefähr 11 Monate, die geht dann in so eine Art Sleeping Mode und die bleibt dann dort für 11 Monate, bis die Batterie ausgeht. So habe ich gehört. Minimum 11 Monate, wenn es voll geladen wäre. So, jetzt holen wir die raus aus der Stulle. Zack. Und dann brauche ich eigentlich gar nicht sagen, oder? Das ist, da ist so ein Silizium-Zeugs drin, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie man die nennt, so kleine Kügelchen in Papier. Die sollen Feuchtigkeit aufsaugen. So, sind wir hier. Da haben wir das schöne Schmuckstück. Aber jetzt nicht verwirren lassen, diese Bänder hier, das ist ein Kombi-Bracelet, das habe ich extra gekauft. Was meiner Meinung nach das Ganze so richtig erst komplett macht. Aber das ist nicht wirklich Serie 2. Da sind halt ganz normale Resinbänder, die ihr auch kennt. Und was auch nicht schlecht ist, aber wer will das schon? Also ich habe gleich den Upgrade gemacht. So, jetzt machen wir das hier weg. Zur Seite. Oh, und das in so einer geilen Atmosphäre bei dem Fahrzeug. Ich liebe dieses Fahrzeug. Mit der Farbe. Schaut euch mal an. Schaut euch mal an. Ich gehe mal nach vorne, da ist Licht. So oben habe ich Licht. Schaut
Wartet mal, ich zieh's kurz an. Solange könnt ihr das Auto anschauen. Oder warte, von hier sieht das Fahrzeug auch geil aus, ey. Gerade die Klappscheinwerfer, das macht natürlich alles aus. Und hier die coolen Maßfelgen. Ja. Das war immer mein Traum, Cabrio, ein MX5 zu haben, nicht irgendein Cabrio. So, jetzt habe ich es angezogen. Nach einer kleinen Weile. Schaut euch das mal an. Ich gehe mal ins Licht. Guckt mal. Das Rot, wie ihr sehen könnt, ist ein richtig tiefes Rot. Ist hell. Und es sieht irgendwie auch unrealistisch aus. Die sind wie eingeschnitten. Die Uhren, also die Ziffern, die Unziffern, die sind wie eingeschnitten in so ein Papier. Und das ist fein. So müsst ihr euch das vorstellen. So ganz feines Papier, wo dann die Nummern reingeschnitten wurden. Weil man kann reingucken, werfen auch sozusagen Schatten innen. Und das macht, ich weiß nicht, das ist nicht so sichtbar wie in echt. Also in echt ist es natürlich immer besser. Ja, ich habe ein bisschen Staub drauf, glaube ich, ja. Und wie ihr sehen könnt, ist auch eine Schutzfolie schon drauf. Deswegen ist es bei mir ein bisschen gewölbt. Das sieht so aus. In Wirklichkeit ist es nicht so. Aber ich finde es viel besser jetzt, so wie es aussieht. Mit dem gewölbten Glas. Weil ich habe 9H-Glas reingemacht. Also ist eigentlich die Stärke von Saphirglas. Weil ich verstehe immer noch nicht bis heute verstehe ich nicht, wieso Casio von diesem Mineralglas nicht bei Premium-Produkten weggeht, weil das ist für mich ein Premium-Produkt, das kostet über 100 Euro. Und schon Billig-Uhren haben Saphirglas von Casio, also so ab 100 Euro gibt es eigentlich immer bei klassischen Uhren. Guckt mal, ey. Und mit dem HR-Band, das ist ein HR-Band, HR Composite, Kombi-Bracelet. Das hat innen drin noch diese Glieder in Rot, Rot-Schwarz. Ich kann es mal kurz ausziehen, dann zeige ich es mal von der Innenseite. Wartet mal. Jetzt bin ich hier vor meinem Hardtop. Schaut mal. Da ist der Hintergrund auch besser, ja. Man sieht hier besser den Kontrast. Schaut euch das mal an. Hier. Hat natürlich auch diesen Bluetooth, was alle 5600er GW, also mit GW, nicht DW, 5600er Modelle haben ja fast alle Bluetooth. Da hinten sieht man auch ein Modul. 3461 Modul. Das ist die GW B5600 AR 1.1 ER, irgendwie so. Und hier seht ihr auch den HR-Band, diese Glieder, was ich vorhin gesagt habe, das so cool ist. Und wenn ihr die anhabt, sieht man die kaum, die schimmern so leicht durch. Seht ihr? Die schimmern leicht durch, wenn die sich wölben. Und das macht die Uhr komplett. Schaut euch diese Optik mal an. Warte mal, andersrum. Das macht diese Uhr erst, meiner Meinung nach, zu dem, was sie wirklich ist. Die wahre, die echte Uhr muss so gleich von Werk auskommen. Aber das Band alleine ist schon sehr teuer. Ja, da müsst ihr euch, wenn ihr das wirklich wollt, müsst ihr euch die HR 5600 HR holen. Die mit Bluetooth, nicht die andere. Die hat dieses Band. Da gibt es auch noch die ohne Bluetooth-Modul. Die HR, die hat dann so eine Resinband mit innen rot und außen schwarz. Die ist auch schön, aber ich finde das hier besser. Ist halt richtig Premium. Schaut euch mal an, die Schließe hier. Schön matt schwarz mit einem Gummi. Mit einer Gumminoppe hier. Das ist Gummi, Resin, hart. Ja. Und hier die Glieder, schön rot, schwarz. Ja, und die Funktion, also brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich meine, da gibt es genug irgendwo im Internet, wie man das geht. Ich habe keine Lust auf so eine Tech-Tutorial. Aber auf jeden Fall, hier ist der Lichtbutton. Wartet mal, ich mache mal hier Licht aus im Raum. Dann ist es ein bisschen dunkel. Ich gehe mal richtig in die Ecke hier. So.
Habt ihr das gesehen? Ist auf dem Handy natürlich schwierig. Ja. Ist im Original besser zu erkennen. Aber das wirft so eine schöne pink-rote Farbe. Also ist richtig, richtig schön. Ja, und sehr selten leider. In Deutschland so gut wie nicht zu haben. Also wurde, glaube ich, gar nicht veröffentlicht. Ich habe das hier importieren lassen. Ich habe es mir irgendwo bei eBay gekauft. Also könnt ihr mal schauen, ob ihr die noch bekommt. Ja, Retail Price, weiß ich nicht, war glaube 100 irgendwas. In Amerika gibt's ja jede Uhr fast bei Walmart, also ganz günstig zu haben, aber in Deutschland leider nicht. Wir sind nicht so. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Deutschland sehr konservativ ist, was G-Shocks angeht. Oder G-Shock mit uns sehr konservativ umgeht und uns nicht die geilsten Uhren wie diese hier überhaupt auf den Markt bringt. Weil, ich meine, da kommen nur diese schwarzen Uhren, nur die sind alles mit so konservativ, weil die denken sich, die sind nicht so extrovertiert. Aber ich meine, schaut euch diese Uhr mal an. Alle G-Shock-Fans sind sich, glaube ich, einig, dass es einzigartig und geil ist, diese Uhr zu haben. Und viele wünschen sich doch diese Uhr. Ich habe schon viele Kommentare gehört, wo ist die Uhr, wo gibt es die Uhr und so. Ja, so halt. Okay, jetzt habe ich gesagt, hier das Licht habe ich euch schon erklärt. Dann gibt es den Adjust-Knopf, da könnt ihr natürlich die World Time. Da könnt ihr eingeben, welche von den Atomuhren Funksignale ihr erhalten wollt. Ich habe Berlin, weil ich in Deutschland bin. Dann hier gibt es unter Mode, könnt ihr euch wenn ihr das gedrückt hält, mit Bluetooth mit dem Handy verbinden. Oder ihr macht es wie ich habe es nur einmal gemacht, um alles einzustellen, das Licht und so weiter. Das kann man auf 1 Sekunde oder 3. Und ich habe es eingestellt hier, wenn man es lange gedrückt hält, geht Dings an, automatisch Licht, LT, das heißt Light. Das könnt ihr hier einfach bei 3 Sekunden halten. Dann hier unten rechts A, B, C, D. Ich glaube, so hat Casio, glaube ich, mal gesagt. Das ist der D-Knopf. Falls ich mich nicht irre, einfach korrigieren. Wenn ihr hier im D-Knopf einfach gedrückt hält, dann, A, B, C, D. Ja, ich glaube C ist das hier. Wenn ihr das jetzt, egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das hier öfter länger gedrückt hält, 3 Sekunden, dann könnt ihr euch mit der Atomuhr automatisch verbinden. Also dann versucht die Uhr das wie bei den anderen Multiband 6 Uhren, wie der 5610, die hat das ja auch, da drückt man hier drauf ein paar Sekunden und dann verbindet die sich automatisch. Da bräucht ihr nicht unbedingt immer, wenn die Uhr ein bisschen falsch läuft nach ein paar Wochen oder Monaten, ein paar Sekunden früher oder später, dann bräuchte ihr das nicht mit Bluetooth zu verbinden. Ich mache das immer so, weil ich mit Bluetooth so gut wie nichts mache. Nur wenn ich mal verreisen würde, habe ich mal gemacht, da habe ich das dann genutzt, aber sonst. Ich habe das auch ausgeschaltet, dass die Uhr ihre Batterie nicht verbraucht, weil wenn ihr diese Bluetooth-Funktion in dem System nicht ausschaltet, also per App, dann tut die Uhr sich automatisch immer das ist die Standardeinstellung, versucht die immer nach alle paar Stunden sich mit dem Handy zu verbinden. Das habe ich ausgemacht, weil dann, das ist das, was die Batterie sozusagen frisst. Ja, jetzt ziehe ich die kurz nochmal an. So, hier habt ihr es nochmal. Und die Uhr, die ziehe ich sehr gerne an, wenn ich mal ein bisschen unterwegs bin, wenn ich mal freizeitlich einfach abends mal weggehe mit meiner Frau. Oder hier, wenn ich mal mit dem Auto fahre. Ich finde, das sieht einfach geil aus. Die Farbe ist halt natürlich Nonplusultra. Gibt's gar nicht so in der Farbe. Habe ich noch nie gesehen. Und die bleibt in meiner Sammlung. Okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren. Und yeah, Turbo 108 Channel in der Haus. Bis bald. Ciao.